Erster Schlüssel nachts verloren. Ich finde meine Schlüssel nicht. Ich habe sie verloren und es ist schon Mitternacht. Wie bitte? Meine Schlüssel. Sie sind nicht in meiner Tasche. Lee Bruig. Wie heißt du denn? Ich heiße Laura Sanchez. Ich wohne im 3. Stock, Tür B. Dritter Stock, Tür B. Ja, ich kenne dich. Kannst du mir bitte die Tür aufmachen? Ja, klar. Aber ich muss vorher deinen Ausweis sehen. Natürlich. Hier ist mein Personalausweis. Prima. Ja, du bist es. Was für eine Erleichterung. Wo glaubst du denn, dass du die Schlüssel verloren hast? Keine Ahnung. Ich war heute Abend im Supermarkt. Und auch in der U-Bahn. Oh je, das ist blöd. Die U-Bahn ist da schwierig. Ja, morgen rufe ich die U-Bahn an. Gut. Manchmal geben die Leute Schlüssel ab. Das hoffe ich. Hast du einen Ersatzschlüssel? Ja, den hat meine Schwester. Ah, das ist gut. Aber sie wohnt weit weg, in einem anderen Stadtteil. Verstanden. Morgen kannst du einen Schlüsseldienst anrufen. Ja, das werde ich machen. Es gibt einen guten in der Hauptstraße. Wie heißt er? López Schlüsseldienst. Nummer 18. Prima. Ich schreib mir das auf. Sie machen um 9 Uhr auf. Vielen Dank. Du bist sehr nett. Mach dir nichts draus. Dafür bin ich da. Entschuldige die Umstände um diese Uhrzeit. Keine Sorge. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. 2. Überraschungskontrolle des Vermieter. Guten Morgen. Ich komme zur Wohnungskontrolle. Jetzt? Ich hatte keine Vorwarnung. Tut mir leid. Ich muss ein paar Sachen überprüfen. Was denn? Die Heizung und die Fenster. Okay. Aber nächstes Mal sag vorher Bescheid. Bitte. Ja, da hast du recht. Es tut mir sehr leid. Okay, du kannst reinkommen. Danke. Ich bin schnell fertig. Gibt es ein Problem mit der Wohnung? Der Nachbar im 4. Stock hat Feuchtigkeitsprobleme. Ich schaue, ob es von hier kommt. Ach, das wusste ich nicht. Ich sehe hier keine Feuchtigkeit. Lass mich gucken. Kann ich mal ins Bad schauen? Ja, klar. Hier lang. Danke. Hier ist tatsächlich etwas Feuchtigkeit an der Wand. Echt, das habe ich noch gar nicht bemerkt. Es ist klein, aber wir müssen es reparieren. Wann? Nächste Woche. Um wie viel Uhr kommen Sie? Um 10 Uhr morgens. 10 Uhr, okay. An dem Tag bin ich zu Hause. Super. Es dauert ungefähr 2 Stunden. Wird die Miete teurer? Nein, nein. Die Reparatur zahle ich. Das ist ja toll. Danke, dass du das klärst. Selbstverständlich. Du musst nichts bezahlen. Prima. Gibt es noch andere Probleme in der Wohnung? Der Wasserhahn in der Küche tropft etwas. Ah, ich notiere das. Danke dir. Gerne. Bis bald. Skas. 3. Ich ziehe nach Barcelona. Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Was ist denn los? Ich ziehe nach Barcelona. Wie? Ja, ich gehe dorthin zum Wohnen. Wann? Nächsten Monat. Wow, das überrascht mich. Warum Barcelona? Ich habe dort eine Stelle gefunden. Es ist eine sehr gute Gelegenheit. Was für eine Arbeit? Bei einer Designfirma. Ich arbeite als Grafikdesignerin. Ah, das ist toll. Das passt perfekt zu dir. Ja, aber ich bin etwas nervös. Warum nervös? Ich kenne dort niemanden. Am Anfang ist das schwierig, aber du bist sehr sympathisch. Das ist lieb von dir. Danke. Hast du schon eine Wohnung dort? Ja, ich habe eine im Stadtteil Grazia gefunden. Grazia ist sehr schön. Ja, mir gefällt es sehr. Es gibt viele Plätze und Cafés. Und die Miete, ist sie sehr teuer? Ja, ziemlich. 900 € im Monat. Puh, das ist viel. Aber das Gehalt ist auch gut. Wann fängst du an zu arbeiten? Am 1. Montag nächsten Monats. Wissen deine Eltern davon? Ja, meine Mutter ist ein bisschen traurig. Das ist verständlich. Das ist normal. Und mir ist auch traurig, meine Freunde zu verlassen. Hör mal, aber wir telefonieren. Ja, klar. Und du kannst mich besuchen. Das würde mir gefallen. Barcelona ist eine wunderbare Stadt. Genau. Du musst kommen. Pass auf dich auf.
Du auch. Danke, dass du es verstehst. Alles Gute für dich dort. Danke, wirklich. 4. Lebensmittelvergiftung. Entschuldigung, mir geht es sehr schlecht. Was ist denn mit dir? Ich glaube, ich habe eine Lebensmittelvergiftung. Seit wann? Seit heute Morgen. Ich habe gestern Abend im Restaurant gegessen. Was hast du gegessen? Meeresfrucht, einen Meeresfrüchtesalat. Verstanden. Hast du Übelkeit? Ja, und auch Bauchschmerzen. Hast du Fieber? Ich glaube ja. Heute Morgen hatte ich 38 Grad. 38 Grad. Das ist nicht so hoch, aber wir müssen es beobachten. Ist das gefährlich? Mach dir keine Sorgen. Das ist bei Meeresfrüchten normal. Was kann ich nehmen? Ich empfehle dir das hier. Das ist für den Magen. Wie nimmt man das? Eine Tablette alle 8 Stunden. Mit oder ohne Essen? Mit leichtem Essen. Weißer Reis oder Brot. Und gegen das Fieber? Du kannst Paracetamol nehmen. Eines alle 6 Stunden. Und viel Wasser trinken? Ja, viel Wasser. Das ist sehr wichtig. Wie viel kosten diese Tabletten? Das macht 4,50 €. Bitte schön. Danke, hier ist dein Wechselgeld. Und wenn ich morgen noch nicht besser bin? Geh zum Arzt. Auch wenn das Fieber über 38,5 Grad steigt. Verstanden. Wie lange dauert das noch? Normalerweise 2 oder 3 Tage. Mit Ruhe und Wasser wirst du schnell besser. Das ist blöd. Ich hatte Pläne für das Wochenende. Das tut mir leid, aber jetzt ist Ruhe am besten. Ja, da hast du recht. Vielen Dank für alles. Keine Ursache. Gute Besserung. 5. Das Handy. Display ist kaputt. Schau dir das Display an. Es ist heute Morgen kaputt gegangen. Oh je, wie schade. Wie ist das passiert? Es ist mir in der U-Bahn runtergefallen. Darf ich es sehen? Ja, bitteschön. Das Display ist sehr kaputt. Ich weiß. Lässt sich das reparieren? Ja, wir müssen das ganze Display austauschen. Was kostet das? Lass mich gucken. Das Modell ist relativ neu. Das Display kostet 180 €. 180 €? Das ist ja wahnsinnig teuer. Ja, die Displays für dieses Modell sind sehr teuer. Warum so teuer? Es ist ein OLED-Display. Nur ein Hersteller produziert das. Gibt es keine günstigere Lösung? Es gibt Displays von einer anderen Marke. Die kosten 90 €. Und sind die gut? Die sind okay. Aber die Farben sind nicht ganz gleich. Und wie lange dauert die Reparatur? Mit dem Originaldisplay 2 Tage. Mit dem anderen in Windeseile. Wie schnell ist das? 1,5 Stunden. Und das Handy funktioniert sonst gut? Ja, nur das Display. Der Rest ist einwandfrei. Hat die Reparatur Garantie? Ja, 3 Monate Garantie. 3 Monate, okay. Ich muss kurz überlegen. Klar, ohne Druck. Okay, ich nehme das 90 € Display. Abgemacht. Gibst du mir das Handy? Ja, wann kann ich es abholen? Um 5 Uhr nachmittags. Um 5 Uhr, super, vielen Dank. Gerne. Bis um 5. 6. Das Huhn des Nachbarn. Hey, dein Huhn ist schon wieder in meinem Garten. Wie bitte? Mein Huhn? Ja, schau mal. Es frisst meine Tomaten. Ach, mir ist das furchtbar leid. Ich weiß gar nicht, wie es rausgekommen ist. Das ist jetzt schon die 3. Mal diese Woche. Die 3. Mal? Ja, die 3. Montag, Mittwoch und heute. Da hast du recht. Das ist wirklich ein Problem. Meine Tomaten waren so schön. Jetzt sind sie kaputt. Das tut mir im Herzen weh. Es tut mir wirklich leid. Wie kommt es denn rein? Durch den Zaun? Ich glaube ja. Es gibt ein kleines Loch. Ein Loch? Ja, hier unten am Zaun. Ach, ich sehe es. Das ist eigentlich ziemlich groß für ein Huhn. Ja, da hast du recht. Kannst du das heute noch reparieren? Natürlich. Ich hole mir gleich Werkzeug. Danke. Das wäre super. Hast du Holz im Haus? Ich glaube nicht. Keine Sorge. Ich habe Holz in der Garage. Wie praktisch. Ich kann das heute Nachmittag machen. Passt dir 4 Uhr? Um 4 ist perfekt. Super. Hey,
Wie heißt das Huhn denn? Es heißt Pepe. Pepe, so ein Name für ein Huhn. Das ist das Lieblingshuhn meiner Tochter. Ach, ich verstehe. Es ist eigentlich sehr süß, ehrlich gesagt. Ja, aber es frisst zu viel. Wie meine Tomaten. Ja, Entschuldigung nochmal. Ist nicht schlimm. Reparier einfach den Zaun, bitte. Heute Nachmittag mache ich das, versprochen. Perfekt. Vielen Dank. Gerne. Bis dann. Bis dann. 7. Keine Klimaanlage. Entschuldigung. Die Klimaanlage funktioniert nicht. Wie bitte? Die Klimaanlage in meinem Zimmer. Sie geht nicht. Ach, mir tut das leid. Es ist furchtbar heiß. Welche Zimmernummer haben Sie? Zimmer 202. Einen Moment, bitte. Ich schaue das mal nach. Danke. Ja, das System funktioniert nicht. Es tut mir sehr leid. Wann kann das repariert werden? Der Techniker kommt heute Nachmittag. Um wie viel Uhr? Um 5 Uhr. Um 5. Aber jetzt ist es 11 Uhr. Da haben Sie recht. Das ist eine lange Zeit. Haben Sie ein anderes Zimmer frei? Mal schauen. Ich überprüfe das. Draußen sind 38 Grad. Ja, heute ist es sehr heiß. Das ist eine starke Hitzewelle. Ich kann ohne Klimaanlage nicht bleiben. Ja, ich verstehe. Wir haben Zimmer 305 frei. Und hat das auch eine Klimaanlage? Ja, und sie funktioniert perfekt. Wie schön. Kostet das gleich viel? Ja, kein Preisunterschied. Perfekt. Ich wechsle das Zimmer sofort für Sie. Vielen Dank. Brauche ich einen neuen Schlüssel? Ja, hier ist Ihr neuer Schlüssel. Danke. Gibt es kaltes Wasser im Hotel? Ja, an der Rezeption gibt es Wasser, das ist kostenlos. Wie nett. Wir haben auch ein Schwimmbad. Wirklich? Ja, es ist bis 8 Uhr geöffnet. Das ist toll. Ich glaube, ich brauche das heute. Ja, bei dieser Hitze ist das Beste. Vielen Dank für alles. Gerne. Ihnen noch einen schönen Tag. Ebenso. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Achter der Waschbär und Müll. Schon wieder der Waschbär. Was ist passiert? Schau dir den Müll an. Überall liegt was rum. Oh je, nein. Schon wieder. Ja, es ist 6 Uhr morgens. Und jetzt das. Mir tut das leid. Ich habe heute Nacht auch Geräusche gehört. Du auch? Ja, so um 3 Uhr nachts. Wie schrecklich. Ich habe nicht gut geschlafen. Ich auch nicht. Hast du den Waschbär gesehen? Ja, ich habe ihn vom Fenster aus gesehen. Er ist groß. Groß? Ja, sehr groß. Was können wir denn machen? Moment, es gibt Mülleimer mit Sicherheitsverschluss. Mit Sicherheitsverschluss? Ja, der Waschbär kann die nicht öffnen. Das ist eine gute Idee. Wo kann man die kaufen? Im Baumarkt in der Hauptstraße. In der Hauptstraße? Ja, Nummer 18, glaube ich. Was kosten die? Ich glaube so um die 20 Euro. Das geht. Wenn du möchtest, gehe ich heute Morgen hin. Wirklich? Ja, ich kaufe 2. Einen für dich und einen für mich. Wie lieb von dir. Danke. Gerne. Kann ich dir jetzt mit dem Müll helfen? Ja, danke. Ich habe schon einen Besen. Perfekt. Ich suche eine große Tasche. Super. Der Waschbär ist ganz schön schlau. Ja, viel zu schlau. Und sehr hungrig auch. Ah, ja. Naja, heute Nacht ist das Problem gelöst. Hoffen wir das. Vielen Dank, dass du mir hilfst. Klar. Bis dann. Bis dann. 9. Die Zaubershow. Entschuldigung, mein Hemd ist nass. Es tut mir sehr leid. Das ist nur Wasser, kein Problem. Wie kein Problem? Ich bin ja klitschnass. Sie haben recht. Es tut mir wirklich leid. Und schau dir diese Karte an. Sie ist zerrissen. Ja, der Trick ist schiefgegangen. Schiefgegangen? Das ist jetzt schon das 4. Mal. Normalerweise funktioniert das sehr gut. Heute aber nicht. Nein, heute lief es nicht gut. Was für ein Trick war das genau? Die Karte verschwindet und kommt im Glas wieder. Und das Wasser? Das Wasser ist Teil des Tricks. Aber heute kam viel zu viel raus. Ja, viel. Definitiv. Möchten Sie ein Handtuch? Ja, bitte. Hier. Danke. Geht es Ihnen gut?
Ja, mir geht's gut. Nur etwas überrascht. Ich verstehe das. Ich war noch nie Volontärin in einer Show. Wirklich? Nein, das ist das erste Mal. Und vielleicht auch das letzte. Wie schade. Normalerweise haben Volontäre viel Spaß. Attia. Ja, das war heute eine Ausnahme. Eine sehr nasse Ausnahme. Ja, Sie haben einen großen Sinn für Humor. Danke. Kann ich die zerrissene Karte behalten? Die Karte? Ja, als Erinnerung. Klar, sie gehört Ihnen. Danke. Das ist eine gute Geschichte zum Erzählen. Wie nett. Ich hoffe, Sie kommen bald wieder. Kann sein. Aber ohne Wasser, bitte. Versprochen. Vielen Dank für alles. Gerne. Ihnen noch einen schönen Abend. Ebenso. 10. Die Umkleidekabine. Entschuldigung. Das Licht hier ist furchtbar. Das Licht? Ja, im Spiegel sieht alles komisch aus. Ja, das Licht in den Kabinen ist sehr hell. Kann ich mich draußen besser anschauen? Natürlich. Da ist ein großer Spiegel. ACH super. Schau mal, wie findest du diese Bluse? Die ist schön. Die Blaufarbe steht dir gut. Wirklich? Ja. Ich weiß nicht. Die Größe sitzt mir ein bisschen zu groß. Welche Größe trägst du normalerweise? Normalerweise Größe 38. Moment. Ich glaube, wir haben Größe 36. Wie praktisch. Kannst du die holen? Klar. Einen Moment. Danke. Hier ist Größe 36. Prima. Ich probiere die an. Gute Idee. Was kostet die Bluse? 24,95 €. Das ist okay. Gibt es heute Rabatt? Ja, es gibt 20% Rabatt. Wie toll. Nur heute und morgen. Prima. Ich möchte auch eine Hose ansehen. Gerne. Welche Farbe? Schwarz oder grau? Wir haben sehr schöne schwarze. Sind die aus Baumwolle? Ja, 100% Baumwolle. Gut, ich mag Baumwolle. Möchtest du die anprobieren? Ja, gerne. Größe 38. Hier bitte. Vielen Dank. Du bist sehr nett. Gerne. Viel Spaß beim Shoppen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.